Beam kommt von Autodesk in 2002 nach dem Kauf von Produkt Revit. Und dabei haben wir ein Problem. Alle Systeme sind offen für IT, außer CAD. Und natürlich Autodesk hat dann gejagt Markup unter dem Dach von Intel. Ganz später, seit 1995, haben wir jetzt offene DWG und jetzt Revit 2007. So, und jetzt alle größeren Unternehmen ohne Ausnahmen, die nutzen diese SDK. Die nutzen jetzt keine Beam, EFC, Plugins, Cloud oder Beam 360. Das heißt, ohne Ausnahmen alle CAD-Häuser nutzen für Interoperability oder SDK oder CAD Exchange SDK und keiner nutzt EFC. Plötzlich, dank SDK, sind unsere Daten offen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht kümmern um API, um diese Frage, wie man da an die Daten kommt, in CPM-XL, in GLTF, in USD-Format oder in EFC oder in Excel plus Collada-Format. Die alle Projektdaten sind gleich. Wir bekommen die gleichen Ergebnisse, nur mit welchem Aufwand. Braucht man 100 Codezeilen, 150 Codezeilen, auf diese Tabelle zu kommen. Daten zu filtern oder gruppieren oder einen P-Chart oder einen Bar-Chart zu erstellen, das alles ist nur eine Codezeile. Man mit nur einem Satz kommt auf die gleichen Ergebnisse. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht Python zu lernen oder neue Bibliotheken. Wir schreiben einfach auf Spanisch oder auf Englisch oder auf Deutsch. Unternehmen, die mit Daten heute nicht arbeiten, leider, die müssen vielleicht später um ihre Existenz fürchten. Brauchen wir dafür Beam? Ja, vielleicht nicht. Und herzlich willkommen beim Beam-Class. Schön, dass du da bist. So, mein Name ist Artem Wolke, ich bin qualifizierter Bergarbeiter, der vom Bergbau zum Data Miner geworden ist. Ich bin Founder von Projekten Big Data Construction und Data Train Construction. Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht die Frage, warum wir so viele Konzepte und Abkürzungen heute haben im Bauwesen, die dann eigentlich mit Bau nichts zu tun haben. Und Hauptfrage ist, warum die Arbeitsproduktivität in unserer Branche gesunken ist, während wir in anderen Industriezweigen das ist verdreifacht oder verdreifacht. Wir haben Dutzende Formate, Hunderte von Konzepten und Tausende von Tools, mit denen wir heute arbeiten sollen und die uns helfen sollen, schneller zu arbeiten, aber das tun sie nicht. Und das Fundament zu verstehen, habe ich angefangen in 2020, die Softwareprodukte und Konzepte auf eine Karte zu bringen. In dieser Karte sind dann die Ideen mit Softwareentwicklern, mit Konzepten binden, um zu verstehen, wo die Reise angefangen hat und wo die Reise hingeht. Diese Karte und dann alle anderen Links sieht man auch ebenfalls am Ende dieser Präsentation, kann man scannen, diese QR-Code. Heute sprechen wir über Beam. Beam kommt nach meiner Meinung, subjektiver Meinung, von Autodesk in 2002 nach dem Kauf von Produkt Revit, von zwei STOs von Autodesk. Diese PDF, White Paper, Building Information Modeling, hat man dann Autodesk mit Produkt Revit da platziert, mit Feedbacks von Architekten, die Revit schon ausprobiert haben. Das ist ein Screenshot von Webseite von Autodesk. Und dieses Beam-Konzept kommt von BOM, weil Leonid Reitz, der Gründer von Revit, der hat seit 80er gearbeitet an Produkt Pro Engineer, PTC, der mit Samuel Geisberg in 80er gegründet hat. Und bei diesem BOM ging es in 80er schon, die CAD mit ERP-Systemen zu verbinden und E-Beam, BOM, P-BOM, M-BOM hat man dann als Autodesk in Beam umgewandelt und seitdem profitiert Autodesk davon. Von dieser Beam-Geschichte und Open Beam ist auch jetzt ein neues Thema von Europa, weil Obermeier von München hat auch, so, als er München einen Flughafen gebaut hat, in München auf neue Formate gesucht, hat EFC dann erfunden mit Theo München, hat das Thema dann nach Amerika mit Hilfe von CEO von HOK nach Amerika gebracht und 1994 hat Leonard Obermeier das EFC-Format registriert und dann die Rechte an Autodesk übergeben. Und Patrick McLeamy damals hat damit geholfen, dass das alles unter dem Dach von Autodesk registriert ist. Und damals haben die dann Allianz gegründet, Interoperability Allianz für Daten Exchange, heute heißt das Building Smart. In 2012 Graphisoft hat das auch gesehen, diese ganze Reise mit Beam, mit Revit und dann hat zusammen mit Trimble Open Beam Marketing Company gestartet. Das ist ein offizieller Screenshot von Seite Graphisoft damals, da steht buchstäblich Open Beam ist Marketing Campaign initiated by Graphisoft und Tekla.
Und was haben wir heute? Wir arbeiten heute mit Format EFC, der unter dem Dach registriert von Autodesk, ursprünglich aus Deutschland. Dann haben wir Building Smart, der von Autodesk gegründet war, auch White Paper Beam und Open Beam vom Archicad und Trimble. Über die ganze Geschichte, wie damals die Produkte entstanden sind, Graphisoft, Archicad, Nemetschik, Autodesk, selbst AutoCAD und wie das alles zusammenhängt, habe ich schon ein Video zugeschnitten, so 20-minütige Video auf YouTube. Und gehen wir jetzt nicht tief in die Geschichte. Unser Problem heute, dass die größeren Unternehmen sind auf die Börse gegangen, seit 80er, von Autodesk und bis Nemetschik jetzt vor 20 Jahren. Und das Problem ist, dass jetzt diese Häuser werden nicht geführt von Geschäftsführern oder Start-up-Gründern, die damals die Produkte entwickelt haben, sondern von den Leuten, eingestellten Manager, die von Finanzunternehmen eingestellt sind. Und die größeren CAD-Häuser kaufen heute Produkte und CAD-Beam-Tools oder Patente in seine Nische und die machen keine Konkurrenz zwischeneinander. Und das ist unser Problem, weil die Autodesk und die größeren Häuser wie Graphisoft, die können keine neuen Produkte entwickeln für uns, weil die haben die nur gekauft. Und das ist zum Beispiel wie mit Revit. Revit wurde gekauft in 2002, aber bis jetzt ist noch Teil von Code. In Revit ist noch auf Sprache dokumentiert, was kein Englisch ist. Und natürlich, okay, die können für uns keine neuen Tools erfinden, deswegen die machen für uns ganze Landschaften, was ERP, EPM, 4D, 5D, wo wir unsere dann Prozesse anpassen sollen in diesen Systemen. Und wie sagte Caro Batz, die Geschäftsführerin von Autodesk in 2005, sagte, wir eigentlich verkaufen keine CAD-Produkte später, wir verkaufen nur Lifecycle Management oder Prozessmanagement Software und das heißt, weil für jeden Ingenieur, was erstellt in CAD-Programmen irgendwas, gibt es dann 10 weitere Ingenieure, die mit den Daten arbeiten sollen. Und wie sieht diese Landschaft aus? Bei jedem Bauunternehmen, mittelständige Unternehmen hat hunderte von Systemen in seinem Landschaft, ein größerer wie Zublend hat tausende verschiedene Systeme, die man verbinden soll und über die Daten laufen sollen von CAPEX bis zum ERP und dann KFM-Systemen. Und dabei haben wir ein Problem. Alle Systeme sind offen für IT, außer CAD und BIM-Lösungen. Da brauchen wir BIM-Software, um auf die Daten zu greifen. Und das haben für uns natürlich Zeitwende gelöst mit CloseBeam oder OpenBeam. Beim CloseBeam arbeiten wir in Open Autodesk Forge oder mit Autodesk Cloud. In OpenBeam zahlen wir für so monatlich oder jährlich für Solibri oder D-Site. In beiden Fällen haben wir viele Abhängigkeiten von CAD-Produkten. Das heißt, egal was wir erstellen oder automatisieren wollen, wir sind abhängig von APIs, von Paketen, von verschiedenen Produkten von CAD-Herstellern. Das heißt, jedes Mal, wenn es um CloseBeam oder OpenBeam geht, wir zahlen an CAD-Vendor, wenn wir das Programm starten, um irgendwas zu exportieren als EFC oder als SWF-File in BIM 360, wir zahlen für Zugang auf Daten. Und wenn es um 4D, 5D geht und wenn es um Qualität geht, zahlen wir sowieso für diese Brücke zwischen OpenBeam und CloseBeam, weil ich denke, viele wissen, dass die EFC-Qualität nicht ausreichend ist für viele Fälle, was 4D, 5D angeht. EFC allgemein kommt aus STEP, der eigentlich aus IGIS kommt. Damals gab es noch Lochkarten und EFC ist kein natives Format für moderne CAD-Programme. Und eigentlich die Leute, die damals bei EFC entstehend waren, David Obermeier zum Beispiel, da um die Welt gereist ist und EFC registriert, hat zum Beispiel für Deutschland CPM-XL-Format erfunden, als er noch bei 5. Abteilung I2 geschafft hat. Und EFC hat viele Probleme, gehen jetzt nicht so tief. Und dann leider müssen wir zum CloseBeam wechseln und beim CloseBeam geht es um Zugang auf Daten. Wir zahlen immer auf Zugang auf Daten, egal ob das selbst um Autodesk Cloud geht oder über tausende von Tools, die im Hintergrund Autodesk Cloud laufen haben. Die Kunden wissen nicht, dass man zahlt quasi an Autodesk diese 1 Euro für jede Transaktion, für jede Konvertierung von Daten. Aber ja, wir leben so, die CAD-Vendor, die lieben BIM, die CAD-Zeichner, die haben jetzt diese Abkürzung von BIM, für was man natürlich jetzt mehr im Gehalt kriegt und dann die Behörden können auch ihre Arbeit für rechtfertigen, aber Business selbst hat keine Ahnung, was das BIM heute ist. Natürlich zur Hilfe gibt es jetzt BIM Bomb Consulting, die sollen erklären, wie diese so funktioniert von verschiedenen Tools, APIs. Und wie sieht das aus? Das ist ein finnisches Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern und da Entscheidungen zu treffen, das heißt, wir sollen von Punkt A bis B kommen, stoßen wir auf viele geschlossene Formate und Tools und dabei OpenBeam und CloseBeam, einer von denen, das eigentlich sehr geschlossen ist. Die Idee, wir haben nur, außer hier, wir brauchen nur offene Daten und offene Tools.
Dazu kommen auch größere Unternehmen. Wir haben auch vor ein paar Jahren schon mit einem riesigen Unternehmen gesprochen, wie Barclays oder Postbank, Commerzbank, kann ich nicht die Namen nennen. Aber die damals schon haben gesagt, Jungs, wir brauchen keine APIs oder keine Closed Solutions oder OpenBeam, Closed-Beam. Wir brauchen offene Daten und Open Source. Wenn ihr für uns arbeitet, für größere Unternehmen, dann brauchen wir nur offene Daten und Open Source. Dazu kommen auch jetzt die ganzen Regierungen, zum Beispiel in der Schweiz vor einem Monat hat man das beschlossen, dass man jetzt bei öffentlichen Einrichtungen nur Open Source nutzt und auch in nördlichen europäischen Ländern nutzt man jetzt nur Open Source bei öffentlichen Verträgen. Okay, das Problem ist jetzt, wir haben die offenen Daten rund um die Karten BIM, aber wie können wir die jetzt öffnen? Die gleichen Probleme haben auch andere Wirtschaftszweige. Man hat vor 30 Jahren noch mit Microsoft nur gearbeitet, heute haben wir Linux, Android, alle Server laufen jetzt auf Linux. Oder Excel, man vor 30 Jahren konnte nur mit Microsoft-Produkten öffnen, heute machen wir uns keine Gedanken, wo wir Excel öffnen. Genauso mit Browser, wir arbeiten jetzt nicht nur mit Internet Explorer, sondern mit Chrome. Hochwahrscheinlich schon in Medien nutzen wir JPEG oder PNG-Format, offene Format. Das gleiche war in der Baubranche vor 20 Jahren, damals gab es AutoCAD-Produkt. Eigentlich Autodesk hat das nicht entwickelt, sondern gekauft von Mike Riddle in den 80er und AutoCAD selbst ist nur CAD-Zeichnungsprogramm und dafür man da Marketplace aufbaut, hat man so eine Sprache auch gekauft von einem Startup, heißt Autolisp, später Visualisp, wurde auch gekauft von einem Startup und mit den Tools konnte man so verschiedene Plugins, Tools und Apps erstellen, damit man das viele Anwendungsfälle da betreibt in AutoCAD. Und natürlich gab es dann viele Firmen, die sagten, Jungs, ja, der WG ist schön, aber vielleicht können wir irgendwie Zugang schaffen, ohne Autodesk zu fragen. Und dann einer davon war Markop. Das ist ein Screenshot von Webseite in 1996. Da Markop macht Witze über Autodesk. Autodesk war auf unserer Seite 600 Mal in einem halben Jahr. Markop hat damals SDK entwickelt für DWG. Und die waren Erste, die haben gesagt, Jungs, wenn ihr da Daten aus AutoCAD bekommen wollt, ihr müsst nicht das Autodesk fragen. Und natürlich Autodesk hat dann gejagt Markop unter dem Dach von Intellicad später. Autodesk wollte das kaufen im Jahr 96. Hat nicht geklappt. Die Antimonopolisten von Intellicad haben das beklagt in einem Gericht und dann hat das Produkt doch an Microsoft gegangen im Jahr 97. Für Microsoft, das war zu viel, diese SDK-Welt, CAD, die haben nicht verstanden, was man das nutzt. Deswegen die Jungs von Intellicad haben dann noch weitere 14 CAD-Vendor gerufen und sagten, Jungs, zahlt jeder jetzt 25.000 Euro. Das waren Intergraph, PTC, SolidWorks und auch andere CAD-Vendor, zahlt jeder 25.000 und wir gründen OpenDWG Allianz. Im Jahr 1998 hat man dann OpenDWG Allianz gegründet, unter Namen von 14 großen CAD-Vendor. Und die haben auch in damals Washington Post noch einen Artikel geschrieben über Monopol von Autodesk im Jahr 1998. Über die ganze Geschichte habe ich noch einen Artikel geschrieben, der kam von Daten- und Bauindustrie. Wenn jemand will verstehen, woher die SDK kommen und offene Daten, da ist in diesem Artikel das gut beschrieben. Aber Hauptsache, wir haben jetzt offene Daten. Seit 1995 haben wir jetzt offene DWG, seit 2008 DWGN und Navisworks 2015 und jetzt Revit 2017. Und Autodesk natürlich hat gegen OpenDWG Allianz damals gekämpft, hat mehrmals die Produkte verschlüsselt. Das heißt, AutoCAD-Produkt war mehrfach verschlüsselt, damit die Jungs von OpenDWG Allianz nicht so leichter Zugang zu Daten haben. Und dann in 2006 ist noch Autodesk in Gericht gegangen und sagte, Jungs, ihr könnt unsere DWG in eure Produktnamen nicht verwenden. Gericht hat entschieden gegen Autodesk und in 2008 in Kalifornien hat man gesagt, nein, das dürfen jetzt alle. Aber noch 15 Jahre hat Autodesk gegen OpenDWG Allianz gekämpft. So, und jetzt alle größeren Unternehmen ohne Ausnahmen, die nutzen diese SDKs von verschiedenen Softwarehäusern wie OpenDWG Allianz, um Zugang auf geschlossene Daten zu schaffen. Das heißt, die nutzen jetzt keine BIM, EEC, Plugins, Cloud oder BIM 360, die nutzen SDK, um Daten aus geschlossenen Formaten dann in offene Formate umzuwandeln, die man braucht, SQL, XML, GLTF, USD oder was man da alles benötigt. Gibt es nur 3 Häuser, die sowas liefert. SDK heißt Software Development Kit, um die Daten reverse engineeren aus geschlossenen Formaten. Gibt es OpenDWG Allianz, CAD Exchange, TechSoft. Offiziell, das sind europäische, amerikanische Häuser, aber ganze Entwicklung, 99% passiert im Osten. Und jetzt, wer ist die Kunde bei OpenDWG Allianz? Zum Beispiel, oder CAD Exchange, Airbus, Apple, General Electric, Hyundai, Lufthansa, Volvo plus 20.000 Companies. Das ist CAD Exchange.
OpenDesign Allianz geht mehr um Baubranche. Da sind alle CAD-Häuser ohne Ausnahmen. Allplan, Graphisoft, Microsoft, HP, Dassault System, Brixus, Bentley, eigentlich alle, ja, Siemens. Und die alle nutzen OpenDVG Allianz und die zahlen 200 bis 300.000 Euro im Jahr, um da diese SDK zu kaufen und da als strategische Member bei diesen Allianz zu sein. Diese Allianz ist Non-Profit Organization, in Amerika registriert. Da gibt es noch eine Seite von Open Design Allianz, da kann man auch rauslesen, welche Unternehmen weltweit diese SDK nutzen. Da sind 2000 Firmen, offiziell nur. Und da findet man, ich denke, aus Stuttgart nur 20. Das heißt, die brauchen kein BIM, kein Plugin, kein Pipes, aber das sagt niemand ja, euch. Und zum Beispiel Tekla nutzt das seit 2023. Tekla macht jetzt Import von Revit in SketchUp. Ihr müsst vorstellen, was SketchUp ist. Import von Revit in SketchUp seit 2023. Graphisoft macht das auch mit Oder SDK, Import von Revit in Archicad seit 2020. Genauso macht Bentley und selbst Autodesk jetzt nutzt seit 2020 OpenDesign EFC SDK, um Daten aus Revit zu EFC zu exportieren. Das ist offizielle Slide oder Folie von Autodesk University 2020. Das ist von Softwareentwicklungssystem von Autodesk. Die sagen, Autodesk investiert jetzt plötzlich in EFC. Und das ist alles mit OpenDesign. Die haben keine Ahnung, wie man Daten aus Revit in EFC zu exportieren. Ohne Witz, ja. Und dann, man nutzt jetzt OpenDesign als SDK, um Daten aus Revit in EFC, aus verschiedenen Produkten in EFC zu exportieren. Obwohl das EFC kein natives Format ist für kein einziges CAD-Produkt. Das heißt, ohne Ausnahmen, alle CAD-Häuser nutzen für Interoperability oder SDK oder CAD Exchange SDK und keiner nutzt EFC. Und Autodesk selbst hat gesehen, okay, Revit 2017 hat man das geöffnet und 2020 Autodesk joined Open Design Allianz offiziell. Allgemein, die haben vor 15 Jahren gekämpft gegen SDK, am Anfang gegen AutoCAD SDK. Jetzt, die nutzen selbst diese gleiche SDK, um Daten aus Revit und Interoperability zu schaffen. Was heißt das? Die größeren Häuser, die verkaufen uns BIM. Kleine Leute wie mittelständige Unternehmen, man braucht BIM, CrossBIM, IP, Plugins, aber die selbst, die nutzen nur SDK. Das heißt, wir haben jetzt diese hunderte von Systemen, die wir verbinden sollen und jetzt plötzlich, dank SDK, sind unsere Daten offen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht kümmern um API, um diese Frage, wie man da an die Daten kommt, die sind offen. Und dann arbeiten wir nicht mehr modellzentrisch wie vorher, wo wir dann tausende Abhängigkeiten haben von CAD-Produkten, APIs, Paketen, sondern wir arbeiten jetzt datazentrisch. Und das heißt, wir brauchen keinen BIM-Manager, BIM-Ingenieure, wir arbeiten ganz normal mit offenen Daten, wie die Leute in anderen Branchen arbeiten. Wir nutzen die gleichen Tools, wie die Leute in anderen Branchen nutzen und wir brauchen dafür keine neuen Konzepte oder Spezialisten. Weil heute arbeitet wie CrossBIM und OpenBIM, ein BIM-Manager, BIM-Koordinator kommt um 9 Uhr, öffnet ein Solibri, die Seite, keine Ahnung, importiert ein Revit oder EFC, extrahiert eine Excel, geht weiter, Speckle, noch weiter und dann von Excel extrahiert irgendwann um 17 Uhr ein PDF. In allen anderen Branchen, die Leute arbeiten mit ETL oder ELT oder OLAP, da wo da kein Mensch ist. Wir arbeiten mit offenen Daten, wir haben offene Tools oder Open Source Tools und wir können die Daten umkonvertieren in unsere Formate, die wir brauchen, JSON, XML, USD oder CPM-XL. Dann macht man automatisch Prüfung von Daten nach Qualität, das macht auch nur mit 3 Spalten, nicht mit BEP oder keine Ahnung, IDS-Format. Das braucht man nicht. So arbeiten die größeren Häuser. Ja? Und wie sieht unsere Welt von mittelständigen Unternehmen? Wir brauchen Anwendungsfälle hier rechts in gelbem Rechtecker. Das heißt, wir erstellen die Dokumenten, Chart, Graphs oder wir binden die Daten an irgendwelche Systemen. Und unsere Daten sind links, die sind auch in einem einfachen Form. Und bei uns geht es nicht um irgendwelche Komplikationen, Anwendungsfälle, sondern bei uns geht es normalerweise um 4, 5 Funktionen. Gruppierung, Quantity Takeoff, das heißt, wir gruppieren die Daten, wir filtern die, wir multiplizieren Spalten und wir multiplizieren ein paar Zeilen, aber das passiert auch bei SAP, MySQL, Oracle, Pandas oder in Revit, EFC, das ist das gleiche. Diese 5, 6 Funktionen, Hauptfunktionen. Jetzt ist die Frage, welche Formate wir nehmen dafür, um die Daten zu gruppieren und zu filtern. Wir haben jetzt alle Projektdaten sind gleich in diesen Formaten. Das heißt, wir haben die gleiche Geometrie oder die gleiche Properties und Eigenschaften von allen Elementen in allen Formaten gleich. In D-Site, in CPM-XL, in GLTF, in USD-Format oder in EFC oder in Excel plus Collada-Format. Die alle Projektdaten sind gleich.
Ich habe das alles vergleicht nach verschiedenen Parametern, zum Beispiel, wie das passt für 4D, 5D oder gibt es da irgendwelche Abhängigkeiten oder wie das mit ChatGPT arbeitet. Die Tabelle findet man auch später unter dem Link. Gehen jetzt nicht tief. Allgemein, wir haben Hauptformate, Nailsource, EFC, CPMXL natürlich, GLCF, USD. Und was nutzt man? Selbst Autodesk hat jetzt nur Allianz gegründet. Vor einem Jahr hat man jetzt Allianz für OpenUSD-Format gegründet, zusammen mit Nvidia, Adobe, Pixar und Apple. Das heißt, die Reise geht nicht mit EFC, sondern jetzt plötzlich mit USD-Format, der von Pixar eigentlich erfunden war. Und jetzt Autodesk gibt Open Source. Das ist alles unter dem Dach von Linux Foundation. Das ist ein Video, findet man auch auf YouTube. Vor einem Jahr, die Vertreter von größeren Häusern haben über USD-Zukunft gesprochen. Pixar sagt, ja, das ist PDF, die man dann später auch überall öffnen kann. Und dann Autodesk-Vertreter sagt, ja, wir machen das jetzt in alle unseren Produkten. Das heißt, die Reise geht Richtung Omniverse. Omniverse, das ist so eine Plattform von Nvidia, wo man dann die Roboter trainieren kann, die ganze Simulationen macht, und Nvidia investiert da so viel Geld. Das heißt, alle KUKA, Würth, Hilti, die alle Firmen, die werden ihre Roboter da trainieren bei diesem Plattform Omniverse. So, und die Jungs, die sagen uns, okay, das USD-Format ist ausreichend. Ja? Das heißt, natürlich für Bilder haben wir Speck, niemand nutzt Photoshop, PSD-Format oder GIMP-Format, wie hier bei uns in der Baubranche. Niemand benutzt beim Videoübertragung irgendwelche geschlossene Formate. Alle nutzen offene Formate wie MPEG, MP3 oder bei uns kann das auch CPMXL oder Excel sein. Sonst sogar ja alle deutsche Unternehmen, die nutzen CPMXL. Ja. Alle größeren Bauunternehmen hier im deutschsprachigen Raum, Strabag, Zublin, Hochtief, Pläne, Wolfson, Mühle, Autobahn, Deutsche Bahn, die alle nutzen für ihre 4D und 5D Anwendungsfälle CPMXL-Format in I2. Und CPMXL-Format ist ein flaches Format wie USD-Format. Da ist alles flach. Geometrie und alle Parameter sind wie in eine zweidimensionale Tabelle. Und am Ende arbeiten wir mit Excel. 99% von Arbeit in Solibri, die Seite, Archicad oder Revit sogar, keine Ahnung, irgendwo. Es geht nur um Excel, um diese zweidimensionale Welt. Das heißt, nicht nur Finanzbranche ist basiert auf Excel, sondern auch natürlich Baubranche ist sowieso, arbeitet nur mit Excel. Und das bestätigt auch Umfrage bei Stack Overflow. Stack Overflow ist das größte IT-Forum in der Welt. Da fragt man nach, in welchem Datenbank man arbeitet. Und das fast alle, so 90% von allen Spezialisten, die arbeiten mit strukturierten Datenbanken. Postgres, MySQL, Oracle. Das heißt, wenn auch man zwischen den Systemen die Daten austauscht, zwischen Postgres, Oracle oder zwischen SQLite und Microsoft SQL, man tauscht das alles über CSV, über Excel-Format. Das ist zweidimensionales Format. Das gleiche machen wir in Data Driven Construction. Alle Formate EC, Revit, DWG kann man auch als zweidimensionale Tabelle darstellen. Und dann unterscheidet unsere Daten von den Datenbanken wie Oracle, MariaDB oder MySQL nicht. Wir haben zweidimensionale Tabelle, Data Frame, wo die Elemente sind in den Zeilen, alle Properties oder alle Eigenschaften von allen Elementen sind in Spalten. Und dann, was gibt uns das? Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Ich habe hier 10.000 verschiedene Projekte aus Revit, aus EFC, verschiedene Versionen in eine Tabelle gepackt. 10.000 verschiedene Projekte in eine einzige Tabelle mit 30.000 Spalten. Warum das so ist, kommen wir dazu später. Aber allgemein, welche Anwendungsfälle haben wir? Wir haben die Modelle Revit, EFC, und wir brauchen irgendwelche Gruppen von dem Modell in unserem System. Dazu stellen wir normalerweise Quantity Takeoff oder irgendwelche Tabellen mit Volumina von verschiedenen Gruppen, die wir später in unseren Dokumenten nutzen, Excel oder Dashboards oder da, wo wir die brauchen. Und dabei brauchen wir Tools. Haben wir zur Verfügung nur OpenBeam, CloseBeam, und jetzt noch haben wir die Converter, SDK. Und die Ergebnisse nach alle die Tools sind gleich. Das heißt, wir kriegen die gleiche Tabelle, wenn wir Quantity Takeoff machen, diese Gruppierung von Elementen. Wir bekommen die gleichen Ergebnisse, nur mit welchem Aufwand. In EFC.js zum Beispiel braucht man 100 Codezeilen, 150 Codezeilen, auf diese Tabelle zu kommen. In Speckler braucht man 100 Codezeilen. In Revit 40 Codezeilen, auf diese kleine Tabelle mit Volumina von Gruppen in Kategorie Wände zum Beispiel zu kommen. Wenn man mit SDK arbeitet und mit zweidimensionalen Tabellen, braucht man nur eine Codezeile. Zum Vergleich eine Codezeile gegen 150 beim EFC.js. Warum ist das so? Weil wir haben diese Ontologie, die Tabellen von Tabellen, Klassifikatoren von Revit oder EFC, wo man mit User Interface oder mit APIs von ganz unten bis nach oben, bis zu unseren Elementen da klettert.
Man schneidet diese Ast aus und dann umwandelt man das alles in eine Tabelle am Ende, weil die Systeme, die verdauen nur die Tabellen, die können nicht mit unseren komischen Klassifikatoren umzugehen. Entspricht normaler Entwicklung von allen anderen Branchen auch. Wir kommen von Unstructured Data, wo wir früher gearbeitet haben wie AutoCAD, wo man keine Logik verstanden hat, warum die Daten so da gespeichert sind. Kommen wir jetzt zum schwach strukturierten Daten, Semi-Structured Data, das ist XML, JSON oder Revit EEC. Aber am Ende arbeiten wir später wie die alle anderen Spezialisten in alle anderen Wirtschaftsbranchen mit Structured Data, mit strukturierten Daten. Diese strukturierten Daten sehen wie Data Frames, Apache Parquet oder das ist die populärste Form von Daten in der Welt heute. Und die Daten nutzt man jetzt in verschiedenen Tools, auch in Omniverse, in Millionen von Tools. Zum Beispiel nur ein Beispiel ist Pandas, es wird am Tag 9 Millionen Mal heruntergeladen. Das ist nur eine Bibliothek, wird am Tag, nur an einem Tag 9 Millionen Mal heruntergeladen. Und diese Pandas-Bibliothek kriegt als Input verschiedene Formate. Und jetzt darunter unsere EFC und Revit. Und als Export, wir können jetzt alles Mögliche exportieren, was wir brauchen. Und das ist der Vergleich von Pandas mit OpenBeam. Das alles ist offene Bibliotheken, Open Source eigentlich, aber Pandas wird am Tag 9 Millionen Mal heruntergeladen und populärste Bibliothek in OpenBeam. In Beam-Welt, EFC OpenShell, wird am Tag 600 Mal heruntergeladen. Und diese ganze Welt von Communities oder von Ingenieuren, wie hier Beam Cluster, Beam, OpenBeam, Speckle, keine Ahnung was, Revit, das alles ist 10.000-fach weniger als die Welt, die mit Pandas arbeitet, mit dieser zweidimensionalen Welt in anderen Branchen. Data Analytiker, Data Manager und Big Data Machine Learning, die alle arbeiten mit Python oder mit vergleichbaren Tools und wir haben nicht Zugang zu den Tools. Wenn wir aber SDK haben, wir konvertieren die Daten in offene Formate und dann haben wir Zugang zu diesen riesigen Welt von Bibliotheken. Das heißt, jetzt um diese 5 Funktionen zu machen, brauchen wir jetzt nicht so hunderte Codezeilen wie bei OpenBeam oder CloseBeam, sondern wir brauchen jetzt 2 Codezeilen, um Daten aus Revit EFC zum Dataframe umzuwandeln. Und dann brauchen wir noch eine Codezeile, nur eine Codezeile, um Quantity Takeoff-Tabelle zu erstellen oder Daten zu filtern oder gruppieren oder ein P-Chart oder ein Bar-Chart zu erstellen. Das alles ist nur eine Codezeile oder Daten zu prüfen nach Regular Expressions oder da, was man da braucht. Oder ein PDF zu erstellen, das ist nur 10 Codezeilen. Ein Excel erstellen ist 2 Codezeilen, ein PDF zu erstellen ist 10 Codezeilen. Und da kommt jetzt Goldman Sachs mit seiner Vorhersage in 2024, haben die so ein Paper veröffentlicht, wo die sagten, 37 Ingenieure in unserer Engineering Architecture Welt wird dann ersetzt durch KI. Und wie wird das passieren? Jetzt haben wir anstatt 100 erstmal 2 Codezeilen und jetzt diese eine Codezeile ersetzen wir mit einem Satz in ChatGPT zum Beispiel. Weil Dataframe ist ein natives Format für ChatGPT. ChatGPT arbeitet eigentlich nur mit Dataframe, weil sehr gut trainiert auf Dataframes, auf diese zweidimensionalen Tabellen. Und jetzt, man mit nur einem Satz kommt auf die gleichen Ergebnisse. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht Python zu lernen oder neue Bibliotheken. Wir schreiben einfach auf Spanisch oder auf Englisch oder auf Deutsch. Bitte gruppiere mir die Daten in Spalte Kategorie, summiere mir die Spalte Volume und dann erstelle mir einen Chartgraph und dann exportiere das mir als PDF. Das ist alles ist nur für 10 Sätze und da kommen wir zum Ergebnis. Das sind echte Beispiele. Revit als Input in ChatGPT wisst man rein als Dataframe. Bitte erstelle mir einen Bar-Chart oder in DWG, bitte mach mir diese Linien von einem Layout oder beim EEC. Können wir die Daten prüfen einfach mit ein paar Sätzen und dafür brauchen wir sogar kein Python mehr. Wir umwandeln die geschlossenen Daten in offene Formate. Das ist klar, das ist unsere Zukunft. Wollen wir das oder nicht? Wir arbeiten später mit offenen Daten und offenen Tools. Leider, ja, für einige vielleicht. Aber am Ende, wenn wir offene Daten haben, wir brauchen auch keine neue Programmiersprache zu lernen. Wir arbeiten jetzt mit ChatGPT. Und ChatGPT liefert nicht nur die Output, sondern die liefert auch die Code. Die Code nutzt man auch für Pipelines, das heißt, wir haben die Sätze geschrieben, aber am Ende, wir kriegen die Sätze als auch die Code und aus der Code erstellen wir Pipeline. Und jetzt anstatt diese komischen Klassifikatoren zu nutzen, wir strukturieren die Daten, bringen die in Structured Form und dann mit Hilfe von ChatGPT erstellen wir Pipelines. Diese Pipelines werden jetzt eingesetzt fast überall, nur nicht jetzt in der Baubranche leider, aber das ist vielleicht Zukunft. Allgemein, wir fangen nicht mit Revit oder mit EFC. Allgemein unsere Anwendungsfälle, die fangen mit Parametrisierung von Aufgaben. Unsere Parametrisierung von Aufgaben schaffen wir dann in Excel oder in einer Datenbank. Aus einer Excel-Tabelle, wie das Goldbeck zum Beispiel macht. Goldbeck erstellt jetzt aus Excel die Hallen oder Parkhäuser
Man wirft die Excel in Dynamo und dann hops, hast du dann 80% von dem Projekt und dann restliche 20 macht man 2 Monate, aber man erstellt aus Excel eine Revit-Datei. Das macht auch Deutsche Bahn. Deutsche Bahn erstellt aus Excel, dank Provi. Aus Excel stellt man Bahnsteige oder ganze Projekte in Revit. Das heißt, wir haben erstmal Anwendungsfälle beschrieben, parametrisiert, in eine Excel oder Datenbank gespeichert, dann erstellen wir automatisch 80% von der Arbeit in Revit und dann dank SDK kriegen wir den Zugang zum Open Daten aus Revit, die wir dann später auch prüfen und dann wieder werfen raus als ein Dokument oder als PDF oder keine Ahnung, Excel-Datei. Live is Short nutzen die Python, steht auch auf meinem Rücken. Auf Seite Data Driven Construction findet man Beispiele, wie man mit ChatGPT arbeitet, was ist Pipeline und ich selbst erstelle kostenlose Tools für Leute in der ganzen Welt, damit die in Excel und auch ohne Revit die Daten öffnen können. Das heißt, man importiert Revit, EFC, DWG, ohne Autodesk zu installieren oder irgendwelche Produkte von Autodesk, BIM 360. Man importiert dann Revit in Excel und dann bearbeitet ganz normal als Tabelle da in Excel oder in ChatGPT oder mit Jupyter Notebook oder mit Python. Das heißt, Software, das ist keine Zukunft. Die Unternehmen, die mit Daten heute nicht arbeiten, leider, die müssen vielleicht später um ihre Existenz fürchten. Leider so, dass es geht nicht um CAD oder BIM, es geht nur um Daten. Und wer Daten sammelt, der hat vielleicht Zukunft. Das bestätigt auch Larry Fink, der von BlackRock. Er sagt, ja, KI hat enormes Potenzial. KI-Robotik ändert alles, wie wir arbeiten und wie wir bauen. Das ist von letztem Jahr in Berlin, hat er das gesagt. Das ändert, wie wir bauen, aber selbst er und Geschäftsführer von Caterpillar, die sind nicht interessiert an Produktivität in der Baubranche selbst. Und das ist leider irgendwie komisch, dass es Vanguard, BlackRock hat Anteile an Autodesk und Bentley, was kostet nur vielleicht 10 Milliarden und in gleicher Zeit hat man BlackRock und Vanguard die Anteile an Strabag und Vinci. Vielleicht BlackRock sagt, bitte Autodesk, macht die Daten offen, dann können wir vielleicht bei Strabag noch viel mehr davon profitieren als bei euch. Aber ja, leider, die Finanzunternehmen, die investieren heute in diese CAD-Welt, was heute diese geschlossene Umgebung für uns schafft. Und habe ich noch ein Buch geschrieben über Pipelines, offene Daten, Open Source, wie das aussieht vielleicht in Zukunft. Da sind 80 verschiedene Themen, 40 Anwendungsfälle von 4D, 5D bis von Kalkulationen über Carbon Footprint, 210 verschiedene Bilder. In einem Jahr kriegt man das kostenlos. Ja? Das Buch geht in 2025 kostenlos zur Verfügung im PDF-Format. Jetzt sammle ich Feedback, wenn jemand Interesse hat. So, Daten sind ganz unten. Ich bin Data Miner und wir müssen die irgendwie pumpen bis zum nach oben. Brauchen wir dafür BIM? Ja, vielleicht nicht. Das ist QR-Code, könnt ihr abscannen und dann. Vielen Dank für deinen Vortrag.